Mein Name ist Mia. Ich lebe in einer kleinen Stadt, nicht weit vom Zentrum. Ich habe einen Freund. Sein Name ist Ben. Wir leben zusammen in einer kleinen Wohnung mit großen Fenstern. Jeden Morgen scheint die Sonne herein. Ich liebe das. Dieses warme Licht macht mich glücklich. Es fühlt sich an wie ein gutes Zeichen. Ich arbeite in einer kleinen Bäckerei, gleich um die Ecke. Ich gehe jeden Morgen zu Fuß dorthin. Der Weg ist kurz, aber ich mag ihn. Die Luft riecht frisch. Die Stadt schläft noch halb. Meine Chefin ist freundlich. Meine Kollegen sind nett. Ich bin nicht reich, aber ich habe genug. Ich bin zufrieden. Ben arbeitet in einem Autohaus. Er verkauft Autos und ist sehr gut darin. Die Menschen mögen ihn. Er ist klug, charmant und gut aussehend. Ich liebe Ben sehr. Wir sind seit einigen Jahren zusammen. Gute Jahre. Wir essen jeden Abend zusammen. Wir schauen Filme, wir reden und lachen. Das Leben ist einfach. Ich bin glücklich. Manchmal denke ich, so soll es immer bleiben. Ich habe eine beste Freundin. Ihr Name ist Jana. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Damals haben wir zusammen gelacht, geweint, geträumt. Jana ist wie eine Schwester für mich. Sie besucht uns oft, manchmal mehrmals die Woche. Wir sitzen dann in der Küche, trinken Tee und reden über alles. Über das Leben, über kleine Dinge, über große Träume. Ben mag Jana auch. Jana mag Ben. Wenn wir alle drei zusammen sind, fühlt es sich warm an. Wie eine kleine Familie. Jeden Morgen wache ich auf und weiß, was kommt. Ich gehe zur Arbeit. Ich komme nach Hause. Ben ist da. Wir kochen zusammen, wir essen, wir lachen. Jeden Abend denke ich bin so glücklich. Ich habe Ben. Ich habe Jana. Was kann schon schiefgehen? Kurze Pause. Ich hoffe, die Geschichte gefällt dir bis jetzt. Falls du Deutsch nicht nur hören, sondern auch wirklich verstehen und sprechen willst, habe ich ein Buch geschrieben. Kurze, spannende Geschichten auf Deutsch, die dich Schritt für Schritt weiterbringen. Jetzt online erhältlich. Link in den Kommentaren. Und jetzt weiter mit der Geschichte. Viel Spaß! Aber dann ändert sich etwas. Zuerst sind es nur kleine Dinge, stille Dinge, Dinge, die man fast nicht sieht. Ben kommt abends später nach Hause. Erst ein bisschen später, dann viel später. Ich frage ihn, warum. Er sagt, die Arbeit sei gerade stressig. Ich glaube ihm. Ich vertraue Ben. Warum sollte ich nicht? Ben schaut auch viel öfter auf sein Handy. Beim Essen, auf dem Sofa, mitten im Gespräch. Manchmal lächelt er dabei, ganz leise, fast versteckt. Ich frage ihn, was so lustig ist. Er sagt, nichts, nur eine Nachricht von einem Kollegen. Ich glaube ihm. Aber irgendetwas in mir glaubt ihm nicht ganz. Dann wird Ben stiller. Früher haben wir über alles geredet. Über unseren Tag, über unsere Träume, über das Leben. Jetzt sitzt er auf dem Sofa und starrt den Fernseher an. Aber seine Augen sind leer. Er ist nicht wirklich da. Ich frage ihn, bist du okay? Er sagt ja. Er sagt, er ist nur müde. Ich will ihm glauben. Ich versuche es. Aber nachts, wenn es still ist, spüre ich es. Etwas ist falsch. Ich weiß nur nicht was. Ich rede mit Jana darüber. Sie kommt zu Besuch. Wir sitzen in der Küche. Der Tee dampft. Draußen ist es grau. Ich erzähle ihr alles, dass Ben so spät kommt, dass er nicht mehr redet, dass er ständig auf sein Handy schaut, dass ich mich allein fühle, obwohl er direkt neben mir sitzt. Jana hört zu. Sie ist kurz still. Dann lächelt sie. Sie sagt, mach dir keine Sorgen. Ben liebt dich. Männer sind manchmal so. Gib ihm einfach etwas Zeit. Ich atme aus. Ich fühle mich besser. Jana kennt mich. Jana kennt Ben. Sie würde mich nicht anlügen.
Also warte ich. Ich bin geduldig. Ich koche Bens Lieblingsessen. Ich lächle ihn an. Ich stelle keine Fragen mehr. Ich gebe ihm Raum. Aber Ben bleibt anders. Er kommt weiter spät nach Hause. Er schaut weiter auf sein Handy. Er redet weiter kaum. Unsere Wohnung fühlt sich jetzt anders an. Nicht mehr warm. Nicht mehr lebendig. Die großen Fenster lassen zwar noch die Sonne herein, aber ich spüre sie nicht mehr. Jana besucht uns weiterhin. Sie umarmt mich, fragt, wie es mir geht, sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ich versuche ihr zu glauben. Aber ich bemerke etwas. Wenn Jana hier ist Ben ein anderer Mensch. Er lacht lauter. Er redet mehr. Seine Augen leuchten. Sie machen Witze, die ich nicht verstehe. Sie schauen sich manchmal an. Nur kurz. Aber ich sehe es. Dieser Blick. Er gehört nicht mir. Ich sitze dabei und fühle mich wie eine Fremde im eigenen Zuhause. Das sind meine zwei liebsten Menschen. Und trotzdem fühle ich mich allein. Eines Abends liegt Bens Handy auf dem Tisch. Ich nehme es nur kurz in die Hand. Ich will die Uhrzeit sehen. Aber dann sehe ich eine Nachricht. Sie ist von Jana. Ich lese sie. Nur ein paar Worte. Aber diese Worte verändern alles. Mein Herz hört auf zu schlagen. Meine Hände zittern. Ich lege das Handy hin. Ich setze mich auf den Boden. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Vielleicht bedeutet es nichts. Aber ich weiß, dass ich es nicht falsch verstanden habe. Und ich weiß, dass es etwas bedeutet. Jetzt sehe ich alles anders. Jede kleine Geste, jedes Lächeln, jede geschlossene Tür. Ben geht ins andere Zimmer, wenn Jana anruft. Er schließt die Tür hinter sich. Leise, fast vorsichtig. Warum? Eines Abends sitzen Ben und Jana auf dem Sofa. Sie lachen. Sie reden. Ich sitze im Sessel, nur wenige Schritte entfernt. Aber ich bin nicht da für sie. Sie schauen mich nicht an. Sie schauen nur einander an. Ich stehe auf und gehe in die Küche. Keiner bemerkt es. Keiner ruft meinen Namen. Ich stehe an der Wand und starre ins Nichts. Ich spüre, wie Tränen kommen. Aber ich weine nicht. Ich schlucke alles runter. Ich bin stark, sage ich mir. Ich bilde mir das nicht ein. Irgendetwas stimmt nicht. Ich weiß es. Ich fühle es tief in mir. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich beschließe, etwas zu unternehmen. Ich plane eine Überraschung. Ein Konzertwochenende. Nur für uns zwei. Keine Ablenkung, kein Stress, keine anderen Menschen. Nur Ben und ich. Unsere Liebe braucht das. Vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht können wir dahin zurückfinden, wie es einmal war. Ich erzähle Ben davon. Sein Gesicht ist kurz überrascht. Dann lächelt er. Er sagt, es ist eine gute Idee. Ich kaufe die Tickets. Ich bin aufgeregt, fast wie früher. Dieser kleine Funke Hoffnung fühlt sich gut an. Der Tag kommt. Ich packe unsere Taschen sorgfältig. Ich lege Bens Lieblingsjacke obendrauf. Ich ziehe ein schönes Kleid an. Ich bin bereit. Ben ist noch bei der Arbeit. Er sagt, er kommt am Nachmittag. Dann fahren wir los. Ich warte. Ich schaue auf die Uhr. Ich warte weiter. Die Stunden vergehen. Der Nachmittag wird Abend. Ich sitze auf dem Sofa. Die Taschen stehen noch gepackt an der Tür. Dann klingelt mein Handy. Es ist Ben. Mein Herz weiß es schon, bevor ich abnehme. Er sagt, es tut ihm leid. Er kann nicht kommen. Die Arbeit. Ein Problem. Nächste Woche vielleicht. Nächste Woche. Immer nächste Woche. Ich sage okay. Meine Stimme klingt ruhig. Ich lege auf. Dann sitze ich da. Die Tickets liegen auf dem Tisch. Die Taschen stehen an der Tür. Das Kleid sitzt noch perfekt. Und ich weine. Ich weine so lange, bis nichts mehr kommt. Dann stehe ich auf. Ich treffe eine Entscheidung. Ich fahre zu meinen Eltern. Nicht für immer, nur für ein paar Tage.
Ich muss weg. Weg von dieser Wohnung, weg von Ben, weg von Jana, weg von diesem Gefühl. Ich packe eine kleine Tasche. Ich schreibe meiner Mutter eine kurze Nachricht. Sie antwortet sofort. Sie warten auf mich. Ich schaue ein letztes Mal durch die Wohnung. Einmal war hier alles gut. Jetzt fühlt es sich fremd an. Ich fahre am frühen Morgen. Ben schläft noch. Ich sage nicht auf Wiedersehen. Ich schließe die Tür leise hinter mir. Ich steige ins Auto. Ich fahre. Ich weine, aber ich fahre weiter. Und irgendwo zwischen den Tränen spüre ich es. Ein kleines, zartes Gefühl von Freiheit. Nach einer Weile fällt mir ein, dass ich das Geschenk für meine Mutter vergessen habe. Es liegt noch zu Hause. Ich drehe um. Ich fahre zurück. Ich öffne die Tür sehr leise. Die Wohnung ist dunkel. Es ist still. Aber dann höre ich etwas. Leise Musik. Sie kommt aus dem Wohnzimmer. Ich bleibe stehen. Ben mag morgens keine Musik. Mein Herz schlägt schnell. Meine Beine werden schwer. Ich gehe langsam den Flur entlang. Ich bleibe an der Tür stehen. Ich schaue hinein. Auf dem Sofa sitzen zwei Menschen, sehr nah beieinander. Es ist Ben. Es ist Jana. Sie küssen sich. Langsam, als hätten sie alle Zeit der Welt. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht sprechen. Ich kann kaum atmen. Mein Freund, meine beste Freundin, auf meinem Sofa, in meinem Zuhause. Mein Herz zerbricht nicht. Es ist einfach weg, als wäre es nie da gewesen. Dann öffnet Ben die Augen. Er sieht mich. Einen Moment lang ist alles still. Dann springt er auf. Er sagt meinen Namen. Mia. Nur dieses eine Wort. Jana öffnet die Augen. Sie sieht mich. Und sie fängt an zu weinen. Sie sagt, es tut dir leid. Immer wieder. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber diese Worte sind leer. Sie klingen wie Luft. Ich weine nicht. Ich schreie nicht. Ich stehe einfach da. Ich fühle nichts. Nur eine große, schwere Leere. Ich habe diese beiden Menschen geliebt, mehr als alles andere. Und jetzt kenne ich sie nicht mehr. Ben kommt auf mich zu. Er streckt die Hand aus. Ich trete zurück. Ich sage, fass mich nicht an. Meine Stimme ist ruhig. Kalt. Fast fremd. Jana weint mehr. Sie sagt, ich bin deine beste Freundin. Bitte vergib mir. Aber das stimmt nicht mehr. Eine beste Freundin tut das nicht. Ich schaue sie an. Ich sage nur, geh. Sie geht. Jetzt sind nur noch Ben und ich da. Er redet. Er erklärt. Er bittet. Er sagt, es war ein Fehler. Es bedeutet nichts. Er liebt mich. Aber seine Worte erreichen mich nicht mehr. Ich gehe ins Schlafzimmer. Ich schließe die Tür ab. Ich sitze auf dem Bett und starre an die Wand. Die ganze Nacht. Ich schlafe nicht. Ich denke an jeden Abend, jeden Kuss, jedes Lachen. Alles war echt für mich. Und nichts davon war echt. Der Morgen kommt. Graues Licht durch die Vorhänge. Ich öffne die Tür. Ben sitzt auf dem Boden im Flur. Er hat die ganze Nacht dort gesessen. Er sieht aus wie ein gebrochener Mann. Er steht auf. Er sagt, bitte, können wir reden? Ich schaue ihn an. Lange. Dann sage ich, es ist vorbei, Ben. Keine Wut in meiner Stimme. Keine Tränen. Nur die Wahrheit. Er weint. Er sagt, er wird sich ändern. Er sagt viele Dinge. Aber ich höre nicht mehr zu. Ich gehe zum Tisch. Ich nehme den Wohnungsschlüssel. Ich lege ihn langsam auf den Tisch. Ich sage, auf Wiedersehen, Ben. Ich nehme meine Tasche. Ich gehe durch die Tür. Ich fahre zu meinen Eltern. Als ich ankomme, umarmen sie mich ohne ein Wort. Meine Mutter macht Tee. Mein Vater setzt sich einfach neben mich. Sie fragen nichts. Sie sind einfach da. Das ist genug. Ich bleibe eine Weile bei ihnen. Manche Tage weine ich viel. Manche Tage bin ich so wütend, dass ich nicht sprechen kann. Manche Tage fühle ich gar nichts. Aber jeden Tag
Ganz langsam werde ich ein bisschen stärker. Ich fahre zurück in meine Stadt, aber nicht zurück zu Ben. Ich finde eine kleine Wohnung, ein Zimmer, eine Küche, ein Bad. Winzig. Aber sie gehört mir. Nur mir. Keine Lügen hier. Keine Geheimnisse. Nur ich und die Stille. Die ersten Wochen sind hart. Ich schlafe auf dem Boden, weil ich keine Möbel habe. Ich esse einfache Dinge. Ich gehe zur Arbeit und komme nach Hause und sitze in der Leere. Aber langsam füllt sich die Wohnung. Ein Bett. Ein Tisch. Ein Stuhl. Und langsam füllt sich auch ich wieder. Die Arbeit hilft. Die Routine hilft. Eines Abends gehe ich an einem kleinen Laden vorbei. Im Fenster sehe ich Menschen, die Ton in den Händen halten. Sie formen, drehen, gestalten. Ihre Gesichter sind ruhig, fast friedlich. Das Schild sagt Töpferkurs. Ich bleibe stehen. Etwas in mir zieht mich hinein. Eine Frau lächelt mich an. Sie fragt: Möchtest du es versuchen? Ich denke kurz nach. Dann sage ich ja. Der Taun fühlt sich seltsam an in meinen Händen. Kühl, weich, lebendig. Ich forme etwas. Ich weiß nicht was. Es spielt keine Rolle. Wenn ich töpfere, denke ich nicht an Ben. Ich denke nicht an Jana. Ich denke an nichts. Nur an meine Hände und den Ton. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass mein Kopf still ist. Ich komme jede Woche wieder. Und jede Woche fühle ich mich ein bisschen mehr wie ich selbst. Im Kurs sitzt eine ältere Frau. Ihr Name ist Ruth. Sie hat weißes Haar, ruhige Augen und ein warmes Lächeln. Eines Tages setzt sie sich neben mich. Sie schaut meine Arbeit an und sagt: Das ist schön. Du hast ein Gefühl dafür. Wir arbeiten zusammen, reden wenig, aber es fühlt sich gut an. Nach dem Kurs lädt sie mich auf Tee ein. Ihr Zuhause ist klein und warm, voller Bücher und Pflanzen. Sie erzählt mir, dass sie ihren Mann verloren hat, dass die Trauer lang war, dass der Ton ihr geholfen hat, wieder anzufangen. Ich erzähle ihr ein bisschen von mir. Sie hört zu, ohne zu urteilen. Ruth und ich werden Freundinnen. Echte Freundinnen. Ich lerne. Nicht alle Menschen verlassen einen. Manche bleiben einfach. Die Zeit geht weiter. Langsam, aber sie geht. Und ich merke, dass ich wieder lächle. Nicht, weil ich muss, sondern weil es so kommt. Eines Tages gehe ich durch den Park. Die Luft riecht nach Herbst. Dann sehe ich ihn. Ben. Er steht auf dem Weg ein paar Schritte vor mir. Er sieht mich auch. Er kommt langsam näher. Mein Herz schlägt kurz schneller. Aber ich laufe nicht weg. Er sagt: Hallo, Mia. Seine Stimme ist leise, fast vorsichtig. Er sieht anders aus. Dünner. Müder. Er sagt, Jana und er haben sich getrennt. Er sagt, es war ein Fehler. Er sagt, er vermisst mich. Ich höre ihm zu. Ich warte darauf, dass etwas in mir aufwacht. Liebe, Wut, Schmerz. Aber da ist nur Stille und ein bisschen Mitleid. Ich sage: Es tut mir leid, dass du traurig bist, Ben. Ich wünsche dir alles Gute. Dann gehe ich weiter. Ich schaue nicht zurück. Und zum ersten Mal fühlt sich das wirklich leicht an. Meine Töpferarbeiten werden immer besser. Schalen, Tassen, kleine Vasen mit unregelmäßigen Rändern, die irgendwie trotzdem perfekt aussehen. Ruth sagt, ich soll sie verkaufen. Ich lache. Aber dann denke ich: Warum eigentlich nicht? An einem Samstag gehe ich zum Flohmarkt in der Stadt. Ich stelle einen kleinen Tisch auf und lege meine Sachen darauf. Ich bin nervös. Was, wenn niemand anhält? Aber dann bleibt jemand stehen. Dann noch jemand. Sie schauen. Sie lächeln. Manche kaufen. Ich stehe da und denke: Ich habe das gemacht. Mit meinen Händen. Aus dem Nichts. Jeden Samstag komme ich wieder. Ich rede mit Menschen. Ich lächle. Ich lebe.
Ich bin nicht mehr Bens Freundin, nicht mehr Janas beste Freundin. Ich bin Mia, einfach Mia. Mia die Töpferin, Mia die Überlebende. Und das ist mehr als genug. An einem Samstag kommt ein Mann zu meinem Tisch. Groß, dunkles Haar, ein offenes Gesicht. Er schaut sich meine Sachen lange an. Dann nimmt er eine Tasse hoch, dreht sie in den Händen und lächelt. Er sagt: Hast du das selbst gemacht? Ich sage ja. Er sagt: Das ist wirklich schön. Er kauft die Tasse. Er sagt, sein Name ist Felix. Ich sage, ich bin Mia. Wir reden kurz. Er ist freundlich, aber nicht aufdringlich. Dann kommt er am nächsten Samstag wieder. Und noch einen Samstag danach. Er kauft jedes Mal etwas. Wir reden ein bisschen länger. Irgendwann fragt er, ob ich mal einen Kaffee mit ihm trinken möchte. Ich halte inne. Kaffee bedeutet mehr als Kaffee. Es bedeutet Vertrauen. Kann ich das noch? Mein Herz schlägt schnell. Aber dann denke ich war gebrochen. Und ich habe mich wieder zusammengesetzt. Stück für Stück. Ich kann es versuchen. Es ist nur ein Kaffee. Ich sage ja. Er lächelt so breit, dass ich auch lächeln muss. Wir treffen uns in einem kleinen Café beim Park. Ich bin nervös, als ich die Tür aufmache. Aber Felix steht schon auf, als er mich sieht, und winkt. Sein Lächeln ist warm. Wir setzen uns. Wir bestellen. Er Kaffee, ich Tee. Und dann reden wir. Über seine Arbeit, über meine Töpferei, über seinen Hund Bruno, der angeblich denkt, er sei ein Mensch. Ich lache. Wirklich lache. Felix hört zu, wenn ich rede. Er schaut mich an. Er ist wirklich da. Nach langer Zeit sitze ich jemandem gegenüber und fühle mich nicht unsichtbar. Als wir gehen, begleitet er mich zum Auto. Die Sonne steht tief. Das Licht ist golden. Ich sage, es war schön. Er sagt, für mich auch. Darf ich dich wieder anrufen? Ich sage ja. Er winkt und geht. Ich fahre nach Hause. Im Spiegel sehe ich, dass er noch dasteht. Er lächelt. Ich lächle auch. Das ist kein großes Gefühl, aber es ist ein echtes. Kurze Unterbrechung. Wenn du gerade Deutsch hörst und verstehst, dann machst du bereits mehr als die meisten. Und falls du noch weiterkommen willst, habe ich genau das Richtige für dich geschrieben. Ein Buch voller Geschichten, die dein Deutsch auf das nächste Level bringen. Link unten in den Kommentaren. Ich sitze auf meinem Bett und denke an den Abend, an Felix, an sein Lachen, an wie leicht sich alles angefühlt hat. Das ist noch keine Liebe. Aber es ist etwas. Ein kleiner, zarter Anfang. Ich gehe zum Fenster. Draußen geht die Sonne unter. Der Himmel ist rosa und orange und ein bisschen lila. Ich denke an alles, was war. An den Schmerz. An die langen Nächte. An den Moment auf dem Sofa, den ich nie vergessen werde. Aber ich denke auch an Ruth. An den Ton in meinen Händen. An die Menschen am Flohmarkt, an all die kleinen Dinge, die mich wieder zusammengesetzt haben. Ben und Jana haben mir wehgetan. Tief. Aber sie haben mich auch zu etwas gezwungen, mich selbst zu finden. Die Mia, die töpfert und lacht und alleine essen kann, ohne sich einsam zu fühlen. Ich schaue durch meine Wohnung. Klein, einfach meins. Jede Schale, jede Tasse hier habe ich selbst gemacht. Ich koche mir Abendessen. Ich lese ein bisschen. Dann gehe ich ins Bett. Ich schalte das Licht aus. Es ist still. Und in dieser Stille ist kein Schmerz mehr. Nur Ruhe. Ich denke an morgen. Morgen werde ich arbeiten. Morgen werde ich töpfern. Morgen werde ich leben. Vielleicht ruft Felix an. Vielleicht nicht. So oder so bin ich in Ordnung. Ich schließe die Augen. Ich atme aus. Und zum ersten Mal seit sehr langer Zeit schlafe ich einfach ein. Ohne Angst. Ohne Tränen.
ruhig und frei.